Sponsor der heutigen Sendung ist die Firma Necton. Die gibt es seit über 40 Jahren. Ich selber benutze Necton von meinem ersten Tag an, sprich seit über 30 Jahren. Da hat man Necton MSA, Necton Rep. Das waren so die Anfänge der Terraristik. Da war schon, wie gesagt, Necton mit dabei. Jetzt gibt es neue Produkte wie das Daisy oder hier das Crested Gecko Food. Ist neu entwickelt von Necton. Kann ich euch absolut ans Herz legen. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute eine Hypo- bzw. Salmon-Leopardboa. Leopardboa ist im Prinzip Boa Imperator, Mittelamerikaner, also wird auch nicht so riesengroß, runde 2 Meter. Die Farbform Leopard gibt es seit mittlerweile vielleicht schon knapp 20 Jahren. Das Ganze dann jetzt aber auch noch als Salmon. Wunderhübsche Tiere. Tolle Farbe, der Kopf gefällt mir gut, der dunkle Kopf. Und ich wollte mal wieder ein bisschen Boas zeigen und deswegen heute als Intro-Tierchen die Hypo- bzw. Salmon-Leopardboa. In der Folge heute geht es um Licht. Da habe ich mir einen Profi hergeholt. Der Oliver Fischer aus der Schweiz hat den Weg zu uns gefunden. Du hast, genau, dein T-Shirt verrätst, gell? Du bist er ist der Hersteller von X-Reptile, also du tust hauptberuflich Lampen vertreiben, gell? Ganz genau, hallo zusammen. Ist mein Beruf, ja, ursprünglich auch Terrarianer, Zoologie habe ich studiert in Zürich. Okay. Also er ist echt absoluter Lichtprofi, ne? Also sein Beruf bringt es mit sich. Du machst oder du berätst auch Zoos, was Beleuchtung betrifft, ne? Zürich. Ja, natürlich. Also das sind dann natürlich ganz spannende Sachen. Das, was wir machen heute, ist sicher auch spannend. Aber wenn es dann natürlich Projekte sind, wo man für Krokodile oder Warane etwas Größeres konzipieren darf mit der Beleuchtung, das ist natürlich immer eine besondere Herausforderung. Das heißeste Projekt gerade in Wien, Haus des Meeres, gell? Ja, genau, ja. Was das Meer in Wien verloren hat, weiß ich auch nicht genau. Was heißt Haus des Meeres? Nein, ist bekannt natürlich. Nein, es ist ein ganzes Haus, da hat es Aquarien mit Haien und neuerdings eben eine Komodo-Varan-Anlage für 3 dreijährige Komodo-Varane. Die haben ja über 100 Quadratmeter und da gibt es einiges an Licht, das die brauchen. Ja. Komodo und diese Inseln, die sind sehr warm und am Äquator, da braucht es starke LEDs und starke UV-Strahler. Ja. Also wir brauchen die Schweizer, wir brauchen sie in Deutschland, die Österreicher brauchen die Schweizer, die kennen sich aus, gell? Wer hat es erfunden? Also so viel zum Oliver. Wie gesagt, er hilft in der Folge heute, beziehungsweise er ist der Fachmann. An ihn oder mit ihm zusammen, wir werden die Sachen ausprobieren. Den Leguan, den haben wir dir in die Hand gedrückt, nicht zum Spaß, sondern weil wir da was zeigen wollen. Gell? Der Einstieg war eigentlich, welche Terrarien oder braucht ein Terrarientier überhaupt Licht? Ne? Das ist ja so die strittige Frage, welches Terrarientier braucht Licht, brauchen alle Licht? Deine Meinung dazu, Oliver? Ja, alle Tiere brauchen irgendwie Licht in der Form, wie es vielleicht ihren Tagesrhythmus bestimmt, ihren jahreszeitlichen Rhythmus. Die einen mehr, die einen weniger. In den vielen Jahrmillionen haben sie sich natürlich auch an ihren Lebensraum angepasst. Wenn ich die Königspython anschaue bei dir, die leben ja in unterirdischen Bauten, die haben sicher nicht die gleich großen Herausforderungen als irgendein Seitenfleck-Leguan oder eine Bartagami, die da in der offenen Steppe oder Savanne gerne an die Sonne hockt. Aber das Licht ist oft viel, viel wichtiger. Das ist auch ein bisschen meine Botschaft, dass man gemeinhin denkt. Und die Einflüsse, die das Licht hat auf die Reptilien, sind auch oft viel größer als auf uns Menschen. Ich möchte das hier eben an diesem sehr süßen kleinen Albino-Leguan zeigen. Der hat hier ein sogenanntes Parietalauge. Das ist ein ganz ursprüngliches Scheitelauge oder drittes Auge, wie man sagt. Das gab es schon vor 250 Millionen Jahren. Bei den ersten Tetrapoden, bei den ersten Amphibien und Reptilien. Und das ist sicher ein zusätzliches Lichtsinnesorgan, das hier oben sitzt und das möglicherweise dann die Lichtstrahlung, selbst wenn das Tier die Augen geschlossen hat,
ins Hirn reinlässt. Und so können die Tiere vielleicht Tages- oder Nachtrhythmen feststellen. Man sieht dieses Scheitelauge bei einigen Echsen sehr gut, nicht bei allen heutigen Reptilien, aber auch bei uns Menschen gibt es ein Organ, die Epiphyse, die produziert Hormone und die bestimmt je nach Lichteinfluss unsere Tages- und Nachtaktivität. Und dieses dritte Auge, eben man sieht es bei vielen Reptilien, sagst du. Eben grüner Leguan ist ein gutes Beispiel, haben wir jetzt eben extra rausgesucht. Und beim Albino sieht man es noch besser, ne? Einfach farblich kommt es besser raus. Haben es alle Reptilien, haben es alle Echsen, haben es alle Schlangen, beziehungsweise was mich auch interessiert, zum Beispiel gerade auch beim Königspython hat man ja oben auch diesen Fleck ganz deutlich. Ist das Gleiche oder ist das eher so was wie eine Fontanelle? Also ich habe das eigentlich immer als Fontanelle identifiziert oder gedacht. Ja, ne? Ich weiß es nicht bei jedem Tier. Also man sieht es wirklich nicht bei allen und auch bei Schlangen sieht man es oft nicht so gut. Wenn du schon von Licht sprichst, bei den Pythons ist natürlich besonders interessant, dass die noch diese Labialschilder haben. Also dort können sie Infrarotstrahlung wahrnehmen und Infrarotstrahlung ist ja eigentlich auch eine Form von Licht. Also das zeigt auch wieder zusätzlich zu diesem Paretalorgan nochmals ein Sinnesorgan für das Licht. Okay, also als Einstieg können wir festlegen, das Licht brauchen wir bei allen, ne? Und dann haben wir verschiedene Abstufungen, welche Tiere mehr und welche weniger Licht brauchen. Und dazu bauen wir jetzt hier im Prinzip unser Versuchsapparat auf. Genau, oder? Wir schauen ein paar Lampen an, wir sagen, was sie können und was auch Lampen nicht können und wie wir sie dann für unsere Tiere einsetzen. Jetzt haben wir hier unseren Versuchsaufbau. Ich habe hier noch so einen hübschen roten Theo gebracht oder mit draufgesetzt. Jetzt ist er die ganze Zeit schön da gesessen und bis wir es hier endlich haben und hier anfangen mit Drehen, jetzt fängt er an davon zu laufen. Dann nehme ich ihn jetzt am besten gleich in die Hand, bevor der jetzt hier die ganze Zeit marschiert. Unser Aufbau, grundlegend, was wollen wir, Oliver? Wir wollen ja, oder die Sonne ist ja in der Natur die Beleuchtung, die Heizung im Terrarium. Und genau das wollen wir im Terrarium simulieren, oder? Genau, die Reptilien und gerade solche sonnenanbetenden Reptilien wie dieser Tejo aus Argentinien, die lieben ja die Sonne. Und was finden sie dort? Sie finden Licht, also die Helligkeit des Lichtes, sie finden Wärme und eben auch die UVA- und UVB-Strahlung. Und das wollen wir jetzt anhand von so einer Metalldampflampe mal anschauen, was die so bringen. Und ob das für die Tiere dann auch passt. Also das ist jetzt 150 Watt HID-Lampe. Was ist HID? Vielleicht gerade nochmal der Begriff an sich, beziehungsweise früher oder hast du auch mitgebracht, früher hatte man die HQI, haben die geheißen früher. Absolut, ja, hat man früher oder sagt man heute noch so umgangssprachlich in den Terrarianerkreisen HQI, das ist ein Begriff von Osram. Die HID, das ist ein allgemeingültiger Begriff, High Intensity Discharge, Hochdruckentladungslampen, die waren schon als ich 20 war, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre somit die hellsten und besten Lampen, weil sie eine sehr gute Energiebilanz haben und auch ein sehr gutes Spektrum im Prinzip erzeugen. Hier eine 150 Watt Brenner, die hat man so genutzt. Was da früher dann das Problem war, dass die kein UVB erzeugen. Hier hat es ja sogar noch ein Glas. Das Glas, das filtert das UVB raus. Aber für unseren Tejo, unsere Bartagame, da wollen wir ja nicht nur die Helligkeit, sondern auch das UVB, weil UVB im Bereich so von 290 bis 315 Nanometer, also in dieser Wellenlänge, produziert das in der Haut, auch bei uns natürlich, aus der Vorstufe das Vitamin D3 und das ist wiederum sehr wichtig für die Kalziumregulation, für hormonelle Funktionen. Also das ist wichtig, damit die Tiere gesund aufwachsen und gesund bleiben. Also wir brauchen die Vitamin D3-Bildung, damit die Tiere nicht, also so der Klassiker ist ja das rachitis werden, genau, ne, ja. dass sie krumme Knochen kriegen, weiche Knochen kriegen. Ne. Deswegen ist ja das UV immer das große Schlagwort in der Terroristik und das können wir mit diesen Lampen erreichen, gell? Und auch messen, oder? Eben, lass uns, oder jetzt hast du Messgeräte mitgebracht.
Ja. Zum UVB kommen wir gleich, was hier schon bereits drunter liegt. Das ist ein Luxmeter. Lux, das zeigt die Helligkeit an und auch die Helligkeit ist wichtig. Das wird sehr viel unterschätzt, weil natürlich auch die Intensität des Lichtes, oder auch wir fühlen uns wohler, wenn es schön hell ist draußen, nicht nur wenn es warm ist, sondern eben auch das Licht insgesamt spielt. So in einer Steppe, wo Batagamen leben, da finden wir tagsüber 100.000 Lux. Ist also eine beträchtliche Zahl. In einem Bürogebäude sind es normalerweise nur 500 Lux. Und wenn wir das unter so einer Lampe an diesem Sonnenplatz vom Tejo anschauen, dann sehen wir, dass da wirklich diese 100.000 Lux erreicht werden. Das muss man nochmal 100 rechnen und dann passt das. Also 950.000 jetzt auf dem Messgerät, gell, oder? Ah, 990 sogar, gell, oder? Ja, Ja. Genau, okay, also rund die 100.000 Lux, die wir in der Natur an Helligkeit haben. Ja. Ist natürlich auch stark vom Abstand abhängig. Das werden wir dann am Ende, wenn wir ein Terrarium einrichten, noch genauer anschauen. Aber es gibt ja auf diesen Packungen immer solche Abstandsempfehlungen, wo man sich zuerst einmal grob danach richten kann. Nachher muss man sich dann natürlich auch noch überlegen, welche Tierart pflege ich. Kommen wir später. Brauche ich. Nimm das nicht vorne weg. Jetzt haben wir die Helligkeit, die Lux. Was sind die anderen Faktoren? Eben, wie weiß ich, dass der UVB-Anteil der richtige ist? Genau, der UVB-Anteil, den messen wir mit diesem UV-Index-Messgerät beispielsweise. Und dann versuchen wir hier in der Mitte den Wert abzulesen. Das ist 6,5 bis 7 messen wir hier so im Zentrum. Der UV-Index, der wurde von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation und ein paar anderen Organisationen definiert. Das ist im Prinzip die Sonnenbrandgefahr. Das UVB, das hat für die Reptilien, auch für uns, den Vorteil, dass es Vitamin D3 macht, aber es hat natürlich auch Sonnenbrandgefahr. Und beide Kurven, die Sonnenbrandgefahr und die Kurve vom Vitamin D3, die sind relativ ähnlich. Also hier können wir ungefähr feststellen, wie viel UVB das für diese beiden Prozesse absorbiert wird. Also wir wollen nicht zu viel, aber eben auch nicht zu wenig haben. Also der UV-Index und UVB-Wert kann man einigermaßen gleichsetzen oder so umgangssprachlich, ja. Ja, stell es dir so vor, in der Sommerhitze, wenn du ins Freibad gehst, über Nachmittag, da kann es UV-Index 10 sein bei uns. Und da sagen ja dann schon die Meteorologen, ja, man soll nicht länger als 20 Minuten, je nach Hauttyp, dann sonnen. Ja. Also das ist schon eine gewisse Vorsicht geboten. Aha. Direkt umrechnen kann man das nicht. Aha. Zum Beispiel im Northern Territory, also im australischen Gebiet, wo Batagamen leben, da misst man maximal bis UV-Index 16. Aber das brauchen die Tiere nicht, oder? Die Tiere, die sitzen ja auch nicht in der Natur den ganzen Tag unter der heißesten Sonne. Vielleicht noch das andere UVB-Messgerät, das heißt dann wirklich UVB-Messgerät und misst die Leistung in Mikrowatt pro Quadratzentimeter. Das zeigt dann etwa 250, 230 an. Etwa 500 Mikrowatt ist so der Maximalwert, den wir in der Natur in einem Steppen- oder in einem Savannengebiet finden. Die beiden Messwerte können als Anhaltspunkt dienen. Man kann sie nicht ganz direkt ineinander umrechnen. Es zeigt ein bisschen, wie sich die Strahlung verteilt. Ich glaube, es wird auch interessant, wenn wir nachher andere Lampen im nächsten Aufbau tun wir mal andere Lampen dagegen halten. Ich glaube, dann werden einem die Zahlen auch noch erst recht klar, ne? Was die Lampe abgibt und was eine andere abgibt. Ja, ne? Dann wird es nochmal richtig interessant. Okay, und das ist dann... Das ist ein UVA-Messgerät. Zwischen dem sichtbaren Licht und dem UVB, da liegt ja das UVA. Und das UVA ist besonders wichtig, das hat man immer mehr und mehr erkannt für die Reptilien, weil viele Reptilien sind sogenannte Tetrachromaten, die haben 4 Sehzellen, anders als wir 3, und die sehen auch bis in den UVA-Bereich. Und wenn man jetzt irgendein Chamäleon oder ein Anolis nimmt, der hat vielleicht reflektierende Muster auf seiner Haut, damit erkennt er seine Artgenossen, dann braucht er das UVA-Licht, auch im Terrarium, das ihn sein Partner vielleicht erkennt. Und darum, auch wenn ich in den Zoos unterwegs bin, ist eine UVA-Messung immer auch ein wichtiger Hinweis, ob etwas vorhanden ist.
Und das UVA-Licht, also ist jetzt ein Farbspektrum oder die Farbe, wo du da gerade angesprochen hast, das sehe ich als Mensch jetzt eher nicht, aber die Reptilien sehen es gegenseitig, oder Genau, wie? du siehst das überhaupt nicht und deshalb ist es ja wichtig, dass wir uns ein bisschen mit der Materie beschäftigen, uns ein bisschen in die Reptilien hineinversetzen, weil wir dürfen das Licht im Terrarium nicht nur mit unseren menschlichen Augen vergleichen. Das sind andere Sinneswahrnehmungen wie ja, ein Delfin, der sich noch mit anderen für uns nicht hörbaren Signalen akustisch kommuniziert. Also nochmal kurz zusammengefasst, das, was wir jetzt haben, HID-Lampe ist eigentlich so das Optimum, dem, was wir im Sonnenlicht am nächsten kommen, oder? Haben wir mit so einer 150 Watt in dem Fall, HID-Lampe, Abstand, ja, knapp 70 Zentimeter haben wir jetzt hier Abstand. Ne? Das ist so mehr oder weniger der Idealfall für die Terroristik, wenn ich dich jetzt so zusammenfassend richtig verstehe. Genau, weil es genau diese drei Faktoren, die Lichtintensität, die Helligkeit, das UV, UVA und UVB und, das haben wir bis jetzt noch nicht darüber gesprochen, die Wärme nach unten bringt. Also die Wärme, etwa 50% vom Licht, auch an der Sonne, wird die Wärme transportiert. Und das ist bei diesen Metalldampflampen ähnlicher. Stell dir vor, eine LED, die transportiert praktisch gar keine Wärme. Also das ist auch bei diesen Lampen insgesamt das, was sie am sonnenähnlichsten macht. Und das wollen wir eigentlich für unsere Tiere. Dann bauen wir jetzt um zum Vergleich, was es schon an Lampen gibt und messen da mal durch, oder? Genau, ja, gerne. Jetzt haben wir hier unser zweites Setup aufgebaut. Ebenfalls gute Lampe. Ich glaube, Oliver, wir sind uns auch einig, das sind Lampen, die haben definitiv auch einen hohen UVB-Anteil. Fangen wir vielleicht, es gibt eben diese Energiesparlampen, gibt es schon relativ lange in der Terroristik. In dem Fall Reptisud Desert 10.0. Ich habe jetzt bewusst die 10.0, es gibt auch eine 5.0, aber ich habe bewusst die 10.0 mit mehr UV genommen. Haben wir hier. Was ist jetzt ich will nicht sagen der Nachteil oder was ist hier zu beachten sozusagen? Energiesparlampen sind natürlich grundsätzlich eher für kleinere Terrarien gedacht, oder? Sie geben relativ wenig Licht. Wie viele Watt hat die jetzt, hast du gesagt? 15 Watt. 15 Watt, oder? Ist gar nicht vergleichbar mit 150 Watt von den Metalldampflampen. Es sind Niederdruckentladungslampen, etwas Ähnliches von der Technik wie die Röhren. Und schauen wir uns vielleicht einmal den UV-Wert an. Die Kamera und Stefan muss es gleichzeitig ablesen können. Also direkt drunter sind wir bei 10. Ja, da sind wir jetzt bei 7. Oder guck du selber, jetzt sind wir 6. Vielleicht gut, wenn du es siehst. Fahren wir ein Stück, also der Theo sitzt hier unten. Messen wir spaßeshalber mal hier unten. Da sind wir bei 0,02, ne? Also das ist in dem Bereich, wo nichts mehr ist. Pass auf, lass mich auch mal spaßeshalber. Hier unten wären wir bei 0,2. Ne? Fahren wir mal höher, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7. Jetzt sind wir über die 1. Ja. 2, 3, also ich denke, 4. Der Techo musste schon ungefähr hier sein, um so viel UVB zu kriegen, damit er daraus Vitamin D3 produzieren kann. Wir sagen ja auch bei uns, oder in den Sommermonaten können wir gut Vitamin D3 bilden, aber von Oktober bis Februar, hier so bei dir in Baden-Württemberg oder in der Schweiz, da ist der Sonnenstand schon zu schwach, der UV-Index ist dann auch 0 bis 1, irgend sowas. Also sicher diese Energiesparlampe für kleine Terrarien, aufgepasst, dass dann die Tiere trotzdem nicht zu nahe gehen, weil sie werden ja nicht warm. Aber für Terrarien, wo dann irgendeine Bartagame, irgendein Halsbandleguan 30, 40 cm darunter Also was sitzt, bräuchte man für einen Index 4? Oder jetzt bin ich bei 4. Ja, 4 wäre sicher okay. 4 ist okay, ja. Also sind wir nicht einmal ganz 20 cm Abstand zur Lampe haben wir dann bei 4. Ne? So sind wir 4, genau. Also hier diesen Abstand. Ne? Das ist wohl der wichtige Punkt da. Ich weiß nicht, müssen wir die Lux vielleicht messen? Spielt das eine Rolle? Oder? Also die Lux können wir messen, ist im Prinzip
die Frage, was willst du damit, oder? Ein großes Terrarium ausleuchten, das kannst du damit nicht. Das sieht man von der Ferne, oder? Die Luxmessung, ja. 900 Lux, oder? Ein Bruchteil von dem, was wir vorher bei der Metalldampflampe gemessen haben. Okay. Also es sagt für uns aus, diese Energiesparlampen im kleinen Aufzuchtsterrarium für Babys würde es vom UV her ausreichen. Alles ab der Höhe. Genau, ich meine, in kleinen Aufzugsbecken hast du im Prinzip zwei Möglichkeiten. Wenn du eine Energiesparlampe hast, dann musst du meistens doch irgendeinen Halogenspot damit kombinieren, also einen reinen Wärmespot, weil die zu wenig Wärme abgeben. Oder dann eben die 35 Watt HQI, also die UVMH Metalldampflampe, die kleinste Version von dem, was wir vorher gesehen haben. Als Ding mit 35 Watt, okay. Ja. Jetzt gehen wir mal zur Röhre. Als ich angefangen habe, aber so ziemlich in den Anfangszeiten, da waren die Röhren das Nonplusultra. Das war das, was man gekriegt hat, was UV abgegeben hat. Ja, lass mich nochmal richtig gucken. So, dass wir es in die Kamera vielleicht auch sehen. Zeigen wir, da sind wir bei 3. Da haben wir 3. Was haben wir gesagt, was brauchen wir? 4, 5? Ja, 4 brauchen Sagen wir ungefähr. Sagen wir mal 5, ja. 5 wäre ungefähr hier. Gehen wir runter, also jetzt sind wir unter 1. Jetzt wären wir auf 1. 40 cm Abstand auf 1. Und ja, ich weiß nicht, inwiefern die anderen Lampen hier noch ihren Einfluss haben. Hier sind wir bei 0,5. Ne? Also das heißt, wo hat so eine Röhre ihre Daseinsberechtigung? Ja, hier sind wir bei 1, 3. Also Röhren mit UV-Anteil nutzen wir vielleicht bei Pfeilgiftfröschlein mit kleinen, sehr Aufzuchtbecken oder Kleinterrarien mit wenig Höhe. Man kann natürlich Röhren als Gesamtbeleuchtung heute nehmen, um eine Rückwand zu gestalten, aber man darf Röhren sicher nicht als UV-Spender in größeren Terrarien betrachten. Aha. Oder bei Felsumen könnte ich es mir vielleicht vorstellen, oder ein Felsume-Terrarium, wo der Gecko wirklich bis fast an die Röhre hingeht. Wenn man aufpasst, dass die dann nicht gleich an die Röhre selbst gehen, oder? Weil dann kann es wirklich auch UV-Verbrennungen kommen. Die UV-Strahlung nimmt quadratisch mit dem Abstand ab und zu nahe ist dann auch eine Röhre zu stark. Okay, ja. Wenn wir ganz hingehen, dann wollen wir noch probieren hier. Ja, das ist gut, da sind wir jetzt bei 10. Ja, wenn ich es direkt dran halte, sind wir ungefähr bei, da kommen wir schon bei, also wenn ich es jetzt direkt dran halte, sind wir bei 17, gell? Okay. Also der Gecko sollte sich auch nicht direkt an die Röhre setzen können. Auf keinen Fall, ja. Okay. Der dritte im Bunde sind die Mischlichtlampen. Ne? Das war, ich würde sagen, da sind wir uns beide einig, vor den HID war das in der Terraristik der große Durchbruch. Da gab es die Mischlichtlampen vor circa, ich würde sagen vor 25 Jahren, ist bestimmt schon her, wo die ersten Mischlichtlampen gekommen sind. Ja. Mischlichtlampen heißen sie, weil das Licht wird gemischt. Es hat noch einen Glühfaden drin, also wie bei einer Glühbirne früher. Und dann gibt es ein eingebautes Vorschaltgerät, ein sogenanntes HQL-Vorschaltgerät, also das, was man von den früheren Quecksilberdampflampen kennt. Quecksilberdampflampen, schon eben in den 70er Jahren vielleicht, die haben vor allem UVB erzeugt, dank dem Quecksilber, und man sieht, dieser Dampf, der Quecksilberdampf, der macht auch gleichzeitig sehr viel grünes Licht. Also die Lichtintensität ist längst nicht so hoch wie bei den Metalldampflampen, was wir vorher gesehen haben. Die hat jetzt 160 Watt. Die UVB-Leistung, die sind dann doch recht hoch. Also UVB-Leistungen können die dank des Quecksilbers doch recht erzeugen. Mhm. Tun wir mal messen. Also sind wir hier unten ja bei 10, 10,1, 10, ja, geht zum Teil auf 12. Ja, 10, um die 10 haben wir jetzt hier. Ja, wenn ich es jetzt hier so messe. Ja, wenn ich näher rangehe, da sind wir schon bei 20. 20 ist schon kritischer Wert, oder? Das ist schon ein kritischer Wert, ja. Okay, also
sprich Also Mindestabstand. sind wirklich nur für große Terrarien und ich würde auch sagen, als Zusatzbeleuchtung geeignet, weil wenn du dann die Helligkeit anschaust, 7800 Lux, das ist nicht einmal ein Sommertag im Schatten und weniger als 10%, was die Metalldampflampen vorher haben. Also früher hat man ja teilweise Kurzzeitbestrahlungen gemacht, um sehr hohe UV-Intensitäten zu erhalten, damit die Tiere kein Rachitis bekommen oder um sie zu heilen. Aber wenn du da ein größeres Terrarium damit beleuchten willst, dann kommst du nicht sehr weit. Ja. Okay, also von der Helligkeit, also von UV ausreichend, von der Helligkeit im Vergleich zu HID bei weitem drunter. Wenn du dann das UVA anschaust, also jetzt sehen wir das UVA, dann siehst du auch wieder sehr schwache Werte. Okay. Die Metalldampflampen, die wir vorher gesehen haben, die haben viele verschiedene Gase drin und haben da ein ausgeglichenes Spektrum. Aber Quecksilber, das strahlt relativ wenig im. Also sind wir bei 1. Was hatten wir vorher? 1,0 haben wir jetzt hier. Ja, beim UVA gibt es nicht irgendeinen bestimmten Grenzwert Okay. oder so, aber ich vergleiche das immer mit der Sonne. Ja. Aha. Wie viel waren wir da? Oder ich habe es gar nicht mehr so recht im Kopf. Irgendwas gut 5, glaube ich. Okay. Gut, das waren die gängigen UV-Alternativen, die es gibt. Da haben wir jetzt einen ganz guten Vergleich, die man früher sehr oft gebraucht hat. Die man früher gebraucht hat, haben wir jetzt einen ganz guten Vergleich. Hier haben wir nochmal ein schönes Schlussbild, beziehungsweise nochmal der Vergleich vielleicht zum Abschluss. Mischlichtlampe versus HID. Vielleicht deine Expertise nochmal dazu. Ja, wir fragen den Techo. Also das ist keine gestellte Szene, der hat sich da selber darunter gelegt. Hat sich jetzt selber tatsächlich darunter gelegt, das stimmt, ja. Ja, man sieht sicher den Helligkeitsunterschied. Ich weiß nicht, inwiefern das die Kamera ausgleicht, aber er ist sehr deutlich, wenn wir das betrachten. Und man sieht auch also relativ gleichmäßig, wie sich die Helligkeit verteilt. Und hier hat man doch auch durch das andere Glas ein bisschen ein fleckiges Muster. Da muss man auch wirklich aufpassen, wo hat es UV, wo hat es zu viel, zu wenig. Aber ich denke, bei genügend Abstand, ja, dann kann er auch mal darunter liegen. Ja. Also man muss klar sehen, HID ist die neueste, beste Technik, wo wir haben. Wir haben gerade hier in der Drehpause über den Preis gesprochen. Natürlich sind wir hier beim 3-, 4-, 5-fache Preis, was die HID kostet. Vorschaltgerät kostet natürlich auch Geld, aber dafür habe ich. Dein Argument war zu sagen, es geht ja nicht nur ums Geld. Es geht darum, das Tier soll es perfekt haben. Und ich glaube, der Strompreis ist in Deutschland teurer als in der Schweiz, oder? Also da hast du natürlich dank dem Vorschaltgerät auch eine wesentlich bessere Energiebilanz. Und wenn du dann das über die Jahre Wobei wir jetzt bei beide 150 plus Vorschalt, also ich glaube, im Moment verbrauchen wir gleich viel Energie, plus dass wir es hier halt viel, viel heller haben. Ne? Hier haben wir die Helligkeit und die Wärme ist auch wirklich gut im Licht gebündelt. Bei so einer Glühfadenlampe noch hast du natürlich auch viel Abwärme. Wo ist es wärmer? Ja, es ist hier wärmer, also. Definitiv. Ja, doch, tatsächlich. War super interessant. Also es ist ja das erste Mal für mich, dass ich diese Tests, diese Gegenüberstellung mache. Definitiv. Ja, ich hoffe, es war nicht zu viel Theorie, aber ich glaube, jetzt schauen wir das mal ein bisschen noch in der Praxis an, oder wie wir so ein Terrarium einrichten. Das kommt im Teil 2. Erstmal dir, danke für den Teil 1. Danke für die Einladung, ja. Ihr seht den Olli nochmal im Teil 2 über die Beleuchtung. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terroristik-Produkte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.